Hey Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Lotta und ja, Thumbnail und Titel haben es wahrscheinlich schon irgendwie verraten. Heute geht es um diesen Funko, einen Custom Nude Funko in der Variante, wie er im Film Deathcare zu sehen ist, im dritten und letzten Teil. Ich liebe Maze Runner, Nude ist einer meiner liebsten Charaktere, deswegen wollte ich sehr gerne einen Funko machen. Dieser hier hat den Vorteil, dass er keine Modellierung und nicht zu viele Details erfordert. Ist, glaube ich, gerade für Leute, die noch nie einen Custom hergestellt haben, vielleicht ein ganz guter Anfang. Und ja, wie man den macht, zeige ich euch jetzt. Make it on your own, but we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. Natürlich brauchen wir einen Funko, mit dem wir arbeiten können. Der hier ist jetzt Shivok von Star Trek Beyond. Der hatte einfach eine sehr, sehr ähnliche Jacke und ähnliche Kleidung und vor allem diesen Pistolengurt, auch wenn ich glaube, es am falschen Bein ist. Dann habe ich erstmal das Gesicht abgeklebt mit sehr fancy Washi-Tape und nach Promobildern gesucht aus dem Film, um eben die Klamotten richtig hinzukriegen. Das hier, was ich benutzt habe, das verlinke ich euch nochmal in der Infobox. Das ist ideal, weil man eben sieht, was Nude für Klamotten trägt und ja, seine interessante Frisur und sein interessantes Gesicht sieht man auch gleich noch. Ich habe erstmal das T-Shirt in so einem hellen Grau-Blau angemalt und den gleichen Ton dann noch ein bisschen abgedunkelt, um damit die Hose zu machen. Ich habe da ein bisschen rumprobiert und habe noch ein bisschen Blau drüber gemacht und dann mit trockenen Pinseln verblendet, bis ich so eine Jeans-Optik hatte. Das muss man aber wirklich ausprobieren. Es kommt immer darauf an, was für Farben ihr zur Verfügung habt und wie viel und was für Pinsel und so weiter. Probiert am besten ein bisschen rum. Ich denke, das ist bei allen Sachen hier so ein bisschen das Ziel, dass man rumprobiert. Anders geht es nicht unbedingt. Nude hat unglaublich coole braune Schnürstiefel. Da habe ich erstmal so einen ganz normalen, Braunton einfach genommen, um eben die Stiefel zu malen. Und dann habe ich, das könnt ihr auch mit einem Pinsel machen, ich habe jetzt eine Nadel genommen und mit einem dunkelbraunen Ton die Schnürsenkel gemalt, als die helle Farbe so halb getrocknet war. Dadurch kriegt man so eine schöne 3D-Optik. Und ja, das könnt ihr, wenn ihr wollt, auch mit so einem großen Haarpinsel verblenden, dass die Farbe nicht so sehr raussticht. Mit dem gleichen Braunton, den ich für die Schnürsenkel verwendet habe, habe ich dann den Gürtel und das Holster für die Pistole angemalt. Ihr könnt die Pistole auch schwarz malen. Ich glaube, er hat eine schwarze im Film. Ich habe sie dann einfach silbern gelassen, weil, keine Ahnung, ich fand, das passt irgendwie besser. Keine Ahnung. Dann habe ich den gleichen Braunton wie schon bei den Stiefeln benutzt, um den Ledergurt zu malen, der einmal so quer über den Oberkörper geht. Da habe ich auch ein bisschen rumexperimentiert und habe die Seite von der Nadel genommen und einen Pinsel. Ihr müsst schauen, was da für euch am besten funktioniert. Dann habe ich den Ton, den ich dafür benutzt habe, ein bisschen verdunkelt und damit die Jacke angemalt. Nude hat so eine Lederjacke mit so ein bisschen Motorradoptik, habe ich das Gefühl. Und da ist der Shivok Funko eben gut, weil er diese Rillen überall hat, die man dann nicht aufmalen muss. Es folgten die Fellschläge, nennt man das Schläge? Ich weiß schon wieder nicht. Auf jeden Fall habe ich dafür 2 Beige-Töne angemischt und übereinander gestüppelt, ähnlich wie schon bei der Rose in dem Jerome, auf dem Jerome Funko. Das ist eigentlich die gleiche Technik und habe einfach rumprobiert, bis es gut aussah. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Haare von dem Funko nicht braun waren während des ganzen ersten Teils. Ich habe diesmal mehr Aceton genommen und den entfärbt, weil wir eben auf brauner Farbe nicht den gleichen Effekt erzielen würden. Übrigens, hier sieht es gerade sehr gelb aus. Eigentlich war das so ein Orangeton. Keine Ahnung. Bei Funkos ist es ja normalerweise so, wenn sie rote Haare haben, sind die wirklich knallorange und wenn sie blonde Haare haben, sind sie einfach gelb. Aber das fand ich nicht so schön. Ich wollte versuchen, diesen Farbton so ein bisschen zu imitieren. Habe dann verschiedene Brauntöne gemischt und Orange und Gelb reingemischt. Und mit helleren Tönen, das seht ihr hier jetzt gerade, überall oben in den Locken so ein bisschen Highlights gesetzt. Nennt man das so? Keine Ahnung. Die dann mit dem Finger, mit einem trockenen Haarpinsel verblendet, mit ein bisschen dunkleren Ton oben in den Haarwirbel gegangen. Also ich habe insgesamt etwas mehr als 4 Stunden für den ganzen Funko gebraucht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass mindestens 1 Stunde nur für die Haare drauf ging. Wie gesagt, ihr müsst rumprobieren und ihr müsst einfach schauen, was für euch am besten funktioniert, auch welche Techniken. Und ja, nehmt euch wirklich die Zeit, alles im Detail hinzubekommen, falls ihr das möchtet, wovon ich mal ausgehe. Dann kann das Klebeband ab.
falls ihr Klebespuren auf dem Gesicht noch habt, also nicht ihr, sondern der Funko, könnt ihr das einfach mit einem Lappen und ein bisschen Wasser abrubbeln. Und dann seid ihr fertig. Das ist schon euer Nude Funko. Wie gesagt, es ist ziemlich einfach, finde ich. Und ja, mir gefällt er persönlich unglaublich gut. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video und dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Habt noch einen wunderschönen Tag und ciao.